Ja, moin moin Leute, hier ist wieder der Fu und ich begrüße euch zu einer neuen Folge Vampyr. Und wir sind hier gerade in den Unterschlupf gegangen. Aber ich weiß gar nicht so recht, ob das hier jetzt der Unterschlupf ist. Gucken wir mal. Hier liegen zwei Tote. Hier liegt Geld. Ring. Zigarettenetui. Ring, Zigarettenetui. Okay. Seltsam. Ring, Zigarettenetui. Was ist denn hier los? Ah, hier ist hier ist der Unterschlupf. Okay. Oh, ein Safe. Große Pillendose. Kleines Fläschchen. Achso, hier können wir die Munition wieder auffüllen. Hier ist das Bett. Ja, das lohnt aber noch nicht. Ist eigentlich auch eine Schnellreise? Nee, ne? Na. Komm schon. Was wollte ich denn jetzt? Ach so, ob es eine Schnellreise gibt. Nö. Naja, so groß scheint die Welt ja aber auch nicht zu sein. Hier geht's wieder raus. Okay. Dann ja auch bald mal wieder jemanden ausschlabbern, ne? Damit wir mal wieder ein bisschen EP kriegen. Aber wollt ihr denn auch noch mal die nächsten bisschen hochpushen und heilen? Und dann ein bisschen mehr kriegt. Boah, die Ladezeiten sind echt. Halleluja. Die starke Lupus denkt daran, dass das Blut der Bürger die beste. Blablabla. Okay, jetzt bin ich hier. Hier runterspringen. Was ist hier denn? Ach, raten wir das. Hier liegt noch einer. Ring. Noch keinen einzigen Händler gesehen, ey. Ach so, hier jetzt. Ja, genau. Hier ist noch die Tuse, mit der wir mal sprechen sollten. Good evening, sir. Are you interested in a miraculous cure for this unknown and deadly epidemic? Actually, I am. Then you have come to the right place. The famous Swanborough cordial is all you need to help keep you in perfect health. Oh, really? Why didn't I hear about it during my studies? I'm Jonathan Reed, by the way. Dr. Jonathan Reed. Ah, my brother has spoken of your research, sir. I'm Loretta Swanborough, and it's always a pleasure to meet a fellow healer. Okay. Ach, das ist eine Händlerin. Ich suche nach Schwester Dorothy Crane.
Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? I'd like to know more about her. I don't like to talk about competition. Competition, you say? Never met her, but it seems she provides some sort of medical care to the poor. The whole thing has to be some sort of scam, if you ask me. Ich glaube, du bist eher hier der Scharlatan. Mesmerisieren kann man das kann man bestimmt auch irgendwie steigern, oder? Welche interessante Person hier? Tell me, who intrigues you most in Whitechapel? The region itself is something to see, but I would say Camellia the mute florist who gives away her flowers. What do you think of the locals? Most of them are afraid or desperate. They all come to me eventually for my remedy. Is there anyone I should avoid? Cadogan Bates, without a doubt. The bloody bastard remorselessly exploits poor migrants as soon as they get here. Okay. Die Untersuchung ist noch nix. Noch Hinweise. Handeln kann ich mit ihr. I'd like to see what kind of medicine you're selling. Ah, will ich wahrscheinlich nur Medizin. Mixtur. Größtenteils lateinischen Liste der Inhaltsstoffe. Dieser Gegenstand kann in wiederverwertbare Bestandteilsreste. Glasfiole. Kalium. Das ist da. Kann ich denn, wenn ich die brauche, irgendwelche Sachen kaufen, um Medizin zu machen. Ein einfacher, aber wertvoller Ehering. Der Clay Cox gehört. Ah, verkaufen wir die doch mal alle. 4 Stück Ringe. Bestandteile zerlegt werden. Das behalte ich erstmal noch alle. So viel Kohle brauche ich im Moment anscheinend noch nicht. Erschöpfung. Warum kann ich dir den... How are you, boy? I'm not your boy, all right? Now piss off. Kann ich ihm das Mittel denn nicht geben hier? Qualität des Blutes, Hinweis gesperrt. Erschöpfung 30%. Aber warum kann ich ihm das Mittel nicht geben? Migräne? Ja, der hier, da steht doch Erschöpfung. Verlust der Blutqualität. Und warum steht hier unten Migräne und da oben Erschöpfung? Komisch. Ich kann Ihnen das aber nicht geben, das verstehe ich nicht. Goodbye, young man. The wet boots will be proud of me. Seltsam. So. Hier runter und dann rechts. Ja. Rechts. Jetzt
komme ich wieder hier hin. So, da jetzt links. Ja, genau. Da kauft er ihr Scharlatan-Serum. Ach, das ist jetzt die ominöse Tür, wo man eine Gratisbehandlung kriegt. Dann schauen wir mal. What do you want? Leave me alone. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I'm looking for Nurse Dorothy Crane. There is no Dorothy Crane here. Now goodbye. I'm afraid this medical leaflet says the opposite, sir. Really? Well, I'm afraid I'm going to close this door right now. Go bother someone else, Mr. Doctor. To enter that house, I must discover who this man really is. Maybe I could start by observing what he's up to. Okay. Der lässt mich wohl nicht rein. So. Jetzt muss ich hier irgendwas finden. Komisch. Da oben irgendwo hoch? Finde Hinweise darauf, was Darius Petricus im Schilde führt. Aber hier ist ja nichts. Oder kann ich hier was hören? Nee. Noch weiter hier. Ist hier irgendwie... Ah, es gibt hier so einen Kreis, okay. Bereich untersuchen muss. Da brüllt schon wieder irgendwas. Das ist bestimmt hier hinten irgendwo hin wahrscheinlich, ne? Aber da komme ich nicht weiter. Warum hier? Da komme ich auch nicht weiter. It's locked, all right. Das ist doch Crane. Das ist doch Mrs. Dorothy Crane. It's locked. Aber ich komme da nirgendwo hin. Das verstehe ich nicht. There's no one in. Das ist doch scheiße. Wo muss ich denn hin? Jetzt wieder woanders hin. Hä? Finde Hinweise auf Darius Petricus. Ja, hier sind aber keine Hinweise. Was soll denn das, ey?
kann ich hören, alles klar. A strange man was at the door with a pass for our medical facility. I refused him entry. Darius, how could you know he didn't need our help? His clothes were too finely tailored to be from Whitechapel. Perhaps just a friend of that stray poet who is always about. Richard Nethercott? No, not of the same cloth, this man. I suspect some machination from that journalist. Clayton Darby. Is he still asking questions? Yes. I saw him drifting around St. Mary's Church. I swear he is tracking me just downwind. Okay. Muss ich wohl den an der Kirche suchen. I must talk to that journalist or the poet. They must know about Darius. Nearby the church they just mentioned. Also da und da. Okay. Was ist das hier? Ach, bin jetzt schon dahin gerafft. Na, mich ist schon richtig. Gibt's noch so? Ach so, hier komme ich in mein... Ja genau, hier ist das Versteck wieder. Ist er? Excuse me, sir. I have a few questions for you. Another journalist? I didn't answer the first one, so piss off! I'm not a journalist, I'm a doctor. A doctor, you say? It's quite a rare breed in this part of town. Really? But still, here I am. Dr. Jonathan Reed, at your service. I'm Joe Peterson to some, but Colossus Joe to most. And I don't remember asking for your service, sir. Colossus Joe. May I ask what you do around here? I do whatever I want, and sometimes even more. Now sod off. Ist ja gut, Mann. Ganz ruhig, Kumpel. Mit den Ärztemangel. According to you, physicians are scarce in this part of town. Why is that? Not familiar with this neighborhood, are you? I guess your fancy colleagues are too afraid of being stabbed in the back. This part of town does have quite a reputation. Would you say it's justified? Totally. Look at me, for instance. I always look my opponent in the eye before knocking him out. 1500 EP. Transmissieren 3. Okay. Persönliche Frage. Have you heard of a nurse named Dorothy Crane? She's a colleague of mine, and is supposed to live around here. Dorothy Crane. Yeah, I know her. One of the few good souls who dare to help the sick around here. Could you please tell me more about her? She's a nice girl. Tries to help the migrants. I offered to give her a hand, but she said my reputation would attract too much attention. Okay. Goodbye, Mr. Peterson. Noch mehr. Welcome, sir. Please, take a browse of my wares. I am Dr. Reed. I would like to ask you a few questions, if you don't mind. Doctor? Interesting. I'm Barrett Lewis. Usually I don't have time to waste with talk, but at this hour of the night I can hardly refuse. Have you heard of a nurse called Dorothy Crane? Nurse Crane? So the bitch really is a nurse, then? Always thought she was just some crafty foreigner, that one. Das ist eine gute Schwester. Yes, she's a nurse, and quite a good one.
What did she do to gain such notoriety? Dorothy Crane ain't even a real name. Something like Dorothea Craniu. Something like that. Came to England fleeing the war, I was told. That doesn't explain why she irritates you so much. Your precious Nurse Crane gives away medical supplies and prescriptions for free. I offered to sell it for a fair cut, but no. Miss Crane wanted to play the quiet saint. Okay. How is business around here? Business? I have no business. Between this racket, theft, and customers getting scared, I'm losing money every day. I see. Sounds like you blame someone in particular for your situation. It's no secret Joe Peterson spends his time harassing merchants. But with me, he's trying to put me out of business once and for all. Okay. Barry Lou ist auch ein neuer Hinweis. As a merchant, you see Whitechapel every day. Have you noticed anything out of the ordinary recently? Well, you mean besides the epidemic, the war, and all the usual crap? As long as I can remember, this part of town has been a bottomless pit, and no sign of the bottom yet. Violence is increasing in the borough. Yeah. A few nights ago, some blokes jumped me. Came out of one of the condemned workshops. Fever. Madness. Something like that. Where did this happen? Why did you go there? In the closed workshops nearby. I worked there as an apprentice in better days. Now I only go to find trinkets or tools. Too bad I was mugged, though. There was good money in that little box of loot I lost. Okay. Das hört sich gut an. Plundern mehr. Have you been hurt? No, but that's only because I ran like hell. Those men were raving lunatics, I tell you. Not even able to speak anymore, just screaming. Okay. Dann gucken wir noch mal eben kurz, was der hier handelt. Right then. Show me what you have. Ah, der hat hier auch Abzüge und Aluminiumpulver. Glasfläschchen. Schwimmittel. Ja, ich habe aber im Moment brauche ich doch nicht so viel, ehrlich gesagt. Schöne Kammer. Eine schöne Kammer, die eine lächelnde Frau in viel Zeit. Wahrscheinlich ist Miss Harvey Felix gestorbene Frau. Verkaufswert. Dieser Gegenstand kann in ja, alles was wieder verwertbar werden kann, behalte ich lieber noch. So. Ich würde sagen, das ist jetzt auch schon wieder für die Folge. In der nächsten Folge suchen wir uns mal den Dichter und den Journalisten und nehmen die mal ins Gebet. Ja, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, Abo würde mich tierisch freuen und bis zum nächsten Mal. Euer Fu.